Grüezi und herzlich willkommen inmitten der Altstadt von Salzburg. Doch bevor wir durch die Gassen schlendern, wunderschöne Gebäude bestaunen, uns dem Marillenlikör oder gar den süßen Mozartkugeln hingeben, gehen wir dort hinauf. Besser noch, wir fahren hoch zur Festung Hohensalzburg. Zügig, genauer in weniger als einer Minute, bringt dich die Festungsbahn hinauf auf den bedeutungsvollen Festungskomplex. Ein erster Blick auf Salzburg begeistert, auch von der Restaurantterrasse aus. Mein Tipp: buche gleich zusammen mit der Fahrt die Panoramatour, so kannst du die Festung und ihre Umgebung mit fantastischem Ein- und Ausblicken genießen. Die Festung Hohensalzburg besteht seit dem 11. Jahrhundert und wenn es dir gleich wie mir geht, dann kannst du kaum den Blick von der wunderbaren Aussicht über die Stadt und die Alpen abwenden. Und die Festung gibt dir Gelegenheit, die Mozartstadt von ihrem höchsten Punkt aus bestaunen zu können. Als weithin sichtbares Wahrzeichen ist die Burg unverkennbarer Teil der weltberühmten Silhouette Salzburgs. Mächtig erscheint sie dem Besucher aus der Ferne hautnah, wird hinter ihren dicken Gemäuern Geschichte erlebbar. Die Panoramatour hält noch mehr Einblicke für dich bereit. Höhepunkte dabei sind der Wehrgang mit Aussichtsplattform, dann der Rickturm, ebenfalls mit einer Aussichtsplattform. Oder für Entdecker die romanische Kapelle. Bei Ausgrabungen 1993 wurde festgestellt und bewiesen, dass es sich bei den Gebäudestrukturen, ihrer Form und Ausstattung nach nur um einen Sakralbau handeln konnte. Und dies aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Ja, es ist wahr, dass die Festung Hohensalzburg nie mit militärischen Mitteln eingenommen wurde. Tatsächlich musste die Festung allerdings nie ihre Verteidigungsfunktion unter Beweis stellen. Ja, die Glocken der Georgskirche wurden in den letzten 500 Jahren vermutlich für viele Anlässe geläutet, heutzutage hauptsächlich für Taufen oder Hochzeiten. Dieser Thron hat sich für die Salzburger damals angehört, als würden Stier brüllen. Und der Salzburger Stier. Und zwar überall waren diese Hornwerke, oder in Deutschland auch auf Burgen, so eine Art Sirene. Wenn es getanzt hat, man den Thron erzeugt. Hier war es ein Wecker. Also der Bischof hat seine Leute wecken lassen um 4 Uhr in der Früh. Im Zuge einer intensiven Bautätigkeit unter Erzbischof Leonhard von Keutschach erhielt die Festung um 1500 ihr aktuelles Erscheinungsbild. Unter seiner Regentschaft wurde 1501 der Hohe Stock als Palas ausgebaut, Zisternen wurden geschaffen und bestehende Türme erhöht. Heute sind die Fürstenzimmer der Festung eines der letzten erhaltenen Zeugnisse gotischer Profanarchitektur.
Im Zeughaus wirst auch du viele interessante Dinge für dich entdecken können. Zum Beispiel ein detailgetreues 3D-Modell aus Salz. Rapier, Pallasch, Hellebarde und anderes, in Anführungszeichen Zeug, wurden im 1559 erbauten Zeughaus aufbewahrt. Die richtige Lagerung der Waffen war wichtig, um im Falle eines Angriffs schnell agieren zu können. In den Fürstenkellern der Festung befindet sich das Marionettenmuseum. Hier tauchst du in die fabelhafte Welt der Marionetten ein. Insgesamt eine kleine, aber interessante Auswahl an Marionetten, doch sie wirkt wie ein Streifzug durch die Geschichte. Viele historische Marionetten des weltbekannten Salzburger Marionettentheaters sind hier ausgestellt. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Zurück in der Gegenwart und somit bei den für Salzburg auch bedeutenden Festspiele an Pfingsten, die bereits seit 1973 ein Fixpunkt im Salzburger Veranstaltungskalender sind. Nicht zu verwechseln allerdings mit den Salzburger Festspiele, die seit über 100 Jahren jeweils im Juli-August durchgeführt werden. Doch jetzt wollen wir eine weitere beliebte Sehenswürdigkeit erkunden. Schloss Mirabell und der Mirabellgarten zählen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Salzburgs. Die gesamte Anlage steht unter Denkmalschutz und gehört zum UNESCO-Welterbe. Heute beherbergt das Schloss Mirabell die Amtsräume des Salzburger Bürgermeisters und der Stadtverwaltung. Die optische Ausrichtung auf den Dom und die Festung Hohensalzburg verleiht dem Garten eine grandiose Wirkung und fügt ihn gleichzeitig in das historische Stadtbild ein. Nach mehreren Stationen in der Salzburger Altstadt ist der berühmte Pegasusbrunnen seit 1913 Teil des Mirabellgartens. Der Mirabellgarten, er ist wirklich wunderschön, gilt als ein barocker Lustgarten inmitten der Innenstadt. Etwas am Rande der linken Altstadt befindet sich der Aufzug zum Mönchsberg, wo sich das Museum der Moderne befindet. Dazu mein Tipp: kaufe das Museumsticket gleich zusammen mit der Bergfahrt. Runter geht's auf Schusters Rappen sehr leicht. Hinter der markant modernen Marmor- und Glasfassade des Museums kannst du Sammlungen und Ausstellungen der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts bestaunen.
Und auf der Terrasse des Museums kannst du natürlich hervorragend die Aussicht auf Salzburg genießen. Und wenn du Richtung Festung läufst, kommst du an der Bürgerwehr auf dem Mönchsberg vorbei. Dort kannst du wiederum die tolle Aussicht auf die Stadt und ihr Umland genießen. Anschließend kannst du entweder weiter zur Festung laufen oder in die Altstadt hinuntergehen, was wir jetzt auch tun werden. Das gibt uns Gelegenheit, die Stadt und die barocken Kirchtürme aus verschiedenen Höhen zu bestaunen. Der im 17. Jahrhundert erbaute Dom ist das bedeutendste sakrale Bauwerk unter den zahlreichen Kirchen Salzburgs. Mit seiner mächtigen Kuppel und den Zwillingstürmen prägt er eindrucksvoll das Stadtbild. Und ein ganz besonderes Schmuckstück auf dem Domplatz, die Mariensäule. Mitten auf dem prächtigen Residenzplatz aus dem 16. Jahrhundert steht der barocke Residenzbrunnen. Der Kapitelplatz ist ein lebendiges Zentrum inmitten der Altstadt. Hier wird mit großen Figuren Schach gespielt, zahlreiche Verkaufsstände sowie das Kunstwerk Sphära von Stefan Balkenhol beleben den Platz. Übrigens, Sphära ist rund 9 Meter hoch und oben steht eine männliche Figur. Dieser Mann könnte jedermann sein. Wenn du mit dem Zug am Hauptbahnhof ankommst, bist du bereits ziemlich nahe am Zentrum der Stadt. Und als Zentrum von Salzburg möchte ich die Salzach bezeichnen. Ebenso zentral und nahe der Staatsbrücke an der Salzach gelegen ist das Hotel Stein. Für einen Aufenthalt in Salzburg übrigens sehr zu empfehlen. Wenn du im Hotel Stein nächtigst, benötigst du auch keinen Bus, denn die rechte Altstadt liegt gleich um die Ecke. Lassen wir uns doch einfach durch die Gassen, insbesondere die Linzer Gasse, treiben. Vorbei an Geschäften und an Restaurants. Oder nicht vorbei, da sie zu fidel sind, um vorbeizugehen.
Blick in die Sebastianskirche, die übrigens rund 500 Jahre alt ist, wollen wir schon auch werfen. Von 1773 bis 1787 lebte die Familie Mozart im Tanzmeisterhaus am heutigen Mackartplatz, an dem als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichneten historischen Zentrum der Stadt. Von hier sind es nur wenige Schritte zum Mackartsteg und somit an die Salzach. Besonders gegen Abend bestätigt sich die immense Bedeutung der Salzach für die Stadt. Die Festung Hohensalzburg ist ein echter Blickfang hoch über den barocken Türmen der Stadt. (1890) vom Salzburger Konditor Paul Fürst erfunden, genießen die Original-Salzburger Mozartkugeln heute den Ruf einer ausgezeichneten Schokoladespezialität. In der linken Altstadt starten wir gleich am Waagplatz bei einem Gebäude mit der hübschen Malerei eines Ankers. Die Getreidegasse ist das Herz der Salzburger Altstadt. Neben internationalen Modeketten begeistert sie mit geschichtsträchtigen Gasthöfen und einzigartigen Traditionsbetrieben. Die Judengasse sowie die Klampferergasse stehen ihr aber in nichts nach. Seit mehr als 400 Jahren entzückt und verblüfft das Schloss Hellbrunn seine Besucher mit beeindruckender Architektur und zauberhaften Wasserspielen. Erbaut im 17. Jahrhundert durch Fürsterzbischof Marcus Sitticus, diente das Schloss dem Vergnügen und der Erholung, war demzufolge also ein Lustschloss für Salzburgs Fürsterzbischöfe. Der Sommersitz entstand in einer rekordverdächtig kurzen Bauzeit von 1612 bis 1615. Baumeister war Santino Solari, der auch für den Salzburger Dom beauftragt wurde.
hier lässt es sich herrlich entspannen, spazieren und Sport treiben, wer das denn möchte. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von dir aus Salzburg. Ich freue mich über deinen Kommentar, natürlich auch über dein Like und ebenso über dein Abo. Ach ja, dies ist nicht die Salzach, sondern die Donau bei Ybbs. Das heißt, ich bin unterwegs nach Wien, wo wir uns schon bald wiedersehen. Natürlich nur auf diesem Kanal. Bleib also einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.